Hallo, wir sind Leonie, Garrett und unser Hund Sawyer. Aktuell reisen wir durch Griechenland mit unserem selbst ausgebauten Van namens Ruby. Ein Mercedes 609D aus dem Jahr 1994. Auf der Landzunge der Region Thessalien erleben wir diese Woche so einige Nervenkitzel. Offroad-Strecken und Schlammpisten erschweren uns die Weiterfahrt. Als wenn das nicht genug wäre, bleiben wir auch noch stecken. Doch zusammen mit Max und Anna wird aus einem Problem ein Abenteuer. Einen wunderschönen guten Morgen und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vielleicht habt ihr im letzten Video gesehen, dass wir hier eine ganz schön riskante Anfahrt hatten und jetzt wollen wir den Platz verlassen. Murphy's Law mäßig, es geht alles schief, was schief gehen kann. Es fängt an zu regnen. Das Blöde ist nur, der Regen soll schlimmer werden und wir müssen einfach diesen Platz auch verlassen, weil wir Wasser besorgen müssen. Max und Anna haben keinen Strom mehr. Mit den beiden sind wir übrigens auch noch unterwegs, mit Max und Anna von Lange Reisen. Und ja, das heißt, wir müssen heute in den sauren Apfel beißen und diese Strecke wieder nach oben. Mal gucken, war viel Matsch da. Ziemlich viele kleine Wasserrillen, viele große Steine. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir räumen jetzt erstmal alles zusammen, machen auch den Heckträger ab und dann hoffen wir mal, dass wir hier hochkommen. Ihr hört schon hinter mir, der Motor läuft jetzt schon und jetzt geht's gleich hoch. Also ist schon eine ordentliche Strecke. Garrett ist heute Morgen ja hochgelaufen mit Sawyer und also sagen wir es so, Garrett war hoch motiviert, weil er einfach Bock hat und ich war einfach nur ängstlich. Ich habe gesagt, Alter, da werden wir durchdrehen, da werden wir durchdrehen, da werden wir bestimmt runterrutschen, aber naja. Garrett meint, wir schaffen das und wir müssen hoch, weil sonst, ich glaube, die nächsten 3 Tage sieht das Wetter noch schlimmer aus. Also irgendwann gibt es die Straße nicht mehr. Wir müssen jetzt hoch oder gar nicht. Garrett lässt jetzt noch einmal schnell überall ein bisschen Luft von den Reifen raus, damit wir ein bisschen mehr Grip haben. Halleluja, das ist auf jeden Fall eine echt krasse Strecke. Wir haben schon einen Teil zurückgelegt, das ging einwandfrei, aber jetzt kommen die ganzen Herausforderungen erst. Weiterfahren, falls er noch anfahren kann, weil er rutscht schon durch. Aber hinten hast du Grip. Machst du gut, Schatz. Dankeschön. Weiter geht's. Ja. Reifen ist gut. Rüber. Da kommt er nicht hoch. Dann fährt er im Flussbett. Ja. Wo soll denn da fahren? Im Flussbett dann gleich, ne? Hauptsache mit Schwung.
Ja, macht er gut. Ich rutsche im Fluss, aber ich schaff's, ich bin zu breit. Du rutschst da runter. Okay, wir sind bei den letzten Metern angekommen. Also da oben ist schon die Straße, da oben ist das Ziel. Und wir versuchen jetzt schon die ganze Zeit durch dieses Matschloch da durchzukommen. Das 3. Mal, ich glaube das ist jetzt Nummer 4, da hochzukommen. Oh, wir machen es halt auch immer matschiger, aber Ruby kommt da nicht hoch. Sie dreht immer durch hinten links mit den Zwillingsbereifungen. Und deswegen kommt sie nicht voran. Versuchst du bei diesen großen Steinen mit rechts der Achse komplett rüber. Wir haben mal jetzt ausprobiert, hier so ein bisschen den Weg, den Matsch fester zu machen mit Stein. Mal gucken, ob das funktioniert. So, der letzte Versuch. Jegliches Lenken ist halt tödlich. Ja. Nicht mehr einlenken, nicht mehr einlenken. Jetzt muss er geradeaus. Krass, ey! Woohoo! Wir haben es geschafft! Krass. Wir sind an der Straße angekommen. Ja, irgendwie hat er das gut gemacht, oder? Aber ihr auch, klasse. Wahnsinn, ey. Boah. Irgendwas kaputt? Alles Nee, gut. bist nicht aufgesetzt. Ich will gar nicht wissen, wie das auf der Kamera aussah. Ich hatte einfach so Bauchgefühl, ich fahre jetzt hier doch rechts. War gut, da war der meiste Grip, kein Matsch. War halt schon schief. War schon schief, aber irgendwie hat er sich da hochgeschoben. Also hättest du auch den Stein gesehen, wo du rübergefahren bist. So. Ich war so, okay, er muss jetzt rüber, er muss jetzt rüber. Und nicht stehen bleiben, einfach weiter, weiter, weiter. Das war echt richtig heftig. Also das war die heftigste Tour, die wir je gemacht haben, glaube ich. Und wir hatten auch unsere Schwierigkeiten, muss man sagen. Aber das Ziel ist halt einfach nur 20 Meter weiter vorne. Deshalb mussten wir hier hoch. Und wir hatten halt immer noch den Backup, unsere Sandboards abzumachen. Und Max hat ja auch noch 4 Sandboards gehabt. Also wir wären hier schon hochgekommen, aber wir wollten halt die Sandboards nicht dreckig machen. Deswegen haben wir gesagt, wir schaffen es auch ohne Sandboards. Und deswegen haben wir halt die Steine genommen. Nicht dreckig machen. Nee, ist halt voll nervig. Und deswegen haben wir auch so geschafft. Aber es war schon echt, glaube ich, die krasseste Strecke, die wir gemacht haben. Ohne Zwillingsbereifung und Heckantrieb Hätten wir keine es nicht Chance. geschafft. Nee, keine mit Frontantrieb nicht gar mit dem Gewicht. Also großes Wohnmobil, leider. Man merkt nicht schon. hingekommen. Nee, man merkt schon, wir waren halt auch echt schwer. Also wir sind viel gerutscht und mussten halt viel wieder Anlauf nehmen. Und ja, also allein diese Strecke hier, die letzte, das waren jetzt 5 Versuche oder so, bis wir hier oben angekommen sind. Das war schon krass. Wir haben es geschafft, das ist die Hauptsache. Und wir sind mal wieder begeistert von Ruby und dennoch, glaube ich, sind wir immer noch in dem gesunden Raum, dass wir uns nicht alles zutrauen, sondern wir wissen langsam die Grenzen von diesem Fahrzeug immer besser. Aber es zeigt auch einfach, dass wir wirklich, finde ich, ein echt geiles Fahrzeug haben. Ja, also wir sind sehr zufrieden mit unserem Fahrzeug. Wenn man bedenkt, wie wir Ruby vorgefunden haben und was sie jetzt so mitmacht, ist schon cool. Schon geil. Die Fahrräder sind wieder auf dem Gepäckträger hinten drauf und ich denke mal, wir fahren jetzt los. Max und ich haben Autos getauscht. Ich fahre heute mal mit Anna mit im T6 und Max wollte mal ein bisschen Trucker-Life erfahren. Ja. Aber ich muss schon sagen, schon angenehm ruhig hier drin. Also ich kann mit euch reden und ihr versteht mich einfach. Und da ist nicht ein Du hast dann noch Matsch an der Nase. Habe ich überall. Weg. Oh, echt? Überall ist Matsch. Ich habe sogar schon feuchte Touren und habe hier das Lenkrad und so sauber gemacht. Ja, ich habe auch mein Handy. Ich bräuchte vielleicht auch noch eins. Einmal kurz auf so einem Parkplatz, 18 Minuten von hier, da kann man nämlich Wasser auffüllen. Klingt sehr gut.
Okay, bevor wir zum nächsten Spot fahren, wollten wir noch immer schnell Wasser auffüllen. Oh, das ist aber knapp da. Ich hatte gerade kurz Angst, dass das nicht siehst. Wir waren jetzt hier bei der ersten Wasserstelle, aber da ist das Wasser abgedreht. Und hier ist auch der ganze Asphalt weggebrochen. Das ist richtig heftig. Und jetzt fahren wir einmal zur Tankstelle und gucken mal, ob die Wasser haben. Die Tankstelle ist eh auf dem Weg. Also alles gut. So, wir sind jetzt noch mal kurz an der Tankstelle. Haben gefragt, ob wir hier Wasser auffüllen dürfen. Wasser allein geht nicht, aber wenn wir Diesel tanken, ist das in Ordnung. Den Deal gehen wir ein, weil wir haben nur noch ein Viertel Tank, also Diesel. Deshalb füllen wir jetzt Wasser auf und dann wird der Dieseltank auch nochmal aufgefüllt. Und Luft glaube ich auch. Komm mal hier. Zack, Wasser haben wir. Wir haben ja eben, bevor wir den Berg hochgefahren sind, wegen der Matschpiste, Druck abgelassen vom Reifen. Normalerweise fahren wir mit 4 Bar. Ich habe den abgelassen auf 2 Bar. Dadurch haben wir eine größere Auflagefläche und dann auch noch mit 4 Reifen hinten. Hat das, glaube ich, auch viel ausgemacht für den Matsch. Aber da muss jetzt natürlich wieder was rein. Das heißt, wir pumpen jetzt nochmal das Ganze auf 4 Bar auf. Hier, das kannst du machen. Ist ja gar nicht zu erkennen. Leider funktioniert hier der Kompressor nicht. Da kommt doch keine Luft. Der Hahn war noch zu. Kam natürlich dann nicht viel raus. Nein. Ja! Jetzt, das klingt doch besser. So, jetzt? Kurz vor 3. 4. Wir sind angekommen am neuen Stellplatz. Direkt an dem Strand. An sich richtig schön. Es ist nur eisig kalt. Aber trotzdem werden wir jetzt erstmal eine kleine Runde mit Sawyer spazieren gehen und uns mal einen Überblick verschaffen, wo wir eigentlich hier sind. Alter. Seid ihr ready? Ja. Nice. Blue dew, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Blue dew, bad mood, sort of witty and jaded, but let's not talk about you. Your coyote song on a rerun. Are you hound dog tired, singing all night long? Who's gonna save you? Who's gonna make Ist spannend, aber oh, auch ein Hund. Wie es sich anpirscht. Ja, und der Buckel, guck mal. Alter. Oh. Machen die das, damit sie größer wirken? Pirscht er sich an. Auf der Suche nach der Rotbrust. Also es ist wirklich heftig. Wir sind jetzt schon ein bisschen spazieren gegangen und auch auf dem Weg zu unserem Stellplatz haben wir schon diverse Stellen gesehen, wo der Asphalt einfach weggebrochen ist. Also hier muss auf jeden Fall ein richtig heftiger Sturm gewesen sein, vor ein paar Monaten vielleicht oder Wochen sogar nur. Also die Bäume sind alle entwurzelt und der ganze Asphalt ist aufgebrochen und abgebrochen und also die ganze Straße existiert einfach nicht mehr. Das ist so heftig, also ich weiß gar nicht, was hier für ein heftiges Unwetter gewesen sein muss. Auf dem Weg hierhin war auch einfach ein Auto im Wasser, also und die ganze Straße ist da auch weggebrochen. Echt krass. Oh ja. Ja. Komm her. Ah. Yes!
süß ist aber, oder? Zurück in Ruby und jetzt fangen wir an zu kochen. Garrett macht nämlich, was machst du nochmal genau? Wir kochen jetzt hier so ein Kürbis-Linsen-Curry. Kürbis-Linsen-Curry. Ein Kürbis-Linsen-Curry und Max hilft uns hier drüben, weil Anna macht drüben noch ein bisschen Uni und kommt dann gleich zum Essen rüber. Ohne Quatsch, das macht so Spaß. Ich glaube, das sollte ich öfter machen. Du musst den nämlich in der Spirale aufschneiden. Ja. Dann kann man den nämlich in der Spirale auch so abziehen. So. Mega! Super. Tipptopp! Ach, ist rein. Aber dieses Mal ist zumindest keine Schale mehr dran. Ich habe den letztens gekocht mit Schale. Hat gar nicht gut geschmeckt. Auch nicht schlecht. Das Curry ist mittlerweile fertig. Als nächstes wird das Pfannenbrot gebacken oder das Naanbread, wenn es ja ein Curry eigentlich ist. Und Max hat sich spontan nochmal dazu entschieden, die Hälfte des Teigs zu Brötchen zu verarbeiten. So ein bisschen backstubenmäßig. Da ist noch ein paar Brötchen gebacken. Mal gucken, ob das klappt in unserem Ofen. Haben wir noch nie gemacht. Tada! Es ist ready. Sieht sehr gut aus. Das riecht auch gut. Es hat ein bisschen geköchelt. Die Gewürze konnten einziehen. Und damit ist es richtig lecker geworden, glaube ich. Können wir auch einziehen im Bus? Okay. Machen wir alle in die Säuersöhle rein da. Da fangen wir erst damit an. Das sättigt wirklich sehr gut. Aber davon könnt ihr euch gleich erstmal selbst überzeugen. Machen wir. Guten Appetit! Guten Appetit! Mal gucken, wie das hier schmeckt, was der Gerrit gezaubert hat. Hä? Ja, ihr habt das Brot gebacken. Fast einen Finger verloren für den Kürbis. Einen wunderschönen guten Morgen. Letzte Nacht ist es mal wieder ordentlich kalt geworden. Durch den Nordwind in den letzten Tagen haben wir hier so um und bei 7 Grad. Gefühlt sind es aber ungefähr 2 durch den Wind. Also es ist richtig frisch gerade hier in Griechenland. Dennoch, eigentlich sollte es den ganzen Tag regnen. Jetzt sind schon ein paar Wolken aufgeklärt und blauer Himmel ist da, die Sonne scheint. Also wir machen einfach heute das Beste draus. Max und Anna machen auch schon ein bisschen Sport. Leonie und ich werden jetzt erstmal frühstücken und dann schauen wir mal, was der Tag heute so bringt. Et voilà, das Frühstück ist fertig. Sehr schön, vielen lieben Dank. Gerne. Guten. Guten. Wer bist du? Hallo. Sawyers verschollener griechischer Bruder. Tag, na? Sieht aus wie du, sag ich dir. So ähnlich. Bisschen älter siehst du aus. Aber das Fell passt, Nacken passt.
Ohren passen. Größe, Ticken größer. So, die Sonne ist eben rausgekommen, richtig schön. Wir sind auch fertig mit Frühstück. Ich bin hier schon gerade am Rumwuseln. Ich habe ja irgendwie einen Putzwahn bekommen und angefangen, alles zu putzen, was ich sehe. Alle weißen Fronten von unserer Küche, von unserem Schrank. Irgendwie ist mir auf einmal richtig viel Schmutz aufgefallen, weil irgendwie, ja, ich glaube seit über 2 Monaten sind wir jetzt unterwegs und ich habe das seitdem, glaube ich, nur erst einmal gemacht, alles geputzt und es ist echt... Hat sich viel Schmutz gesammelt, wenn man so viel unterwegs ist. Und jetzt sind wir auch viel zu viert in diesem Auto. Dadurch wird das irgendwie doch noch alles schmutziger, vor allem wenn man noch einen Hund hat. Und ja, ich werde das auf jeden Fall erstmal ein bisschen Abwasch machen und vermutlich noch ein bisschen weiter putzen. Und dann wird heute ein bisschen ein Arbeitstag für mich. Garrett will später noch ein bisschen tauchen gehen mit Max. Aber ich will heute ein bisschen was schaffen am Laptop und ein bisschen was arbeiten und auch für die Uni was machen. Also es wird für mich, glaube ich, eher ein Tag hier drin, was gar nicht so schlimm ist, weil draußen ist es echt kalt. Aber erstmal ein bisschen Haushalt. Alter! What are you? Yeah! Like! Like! Yeah! Sawyer! Klasse! Gut gemacht! Da wir jetzt momentan so einen richtigen Sonne-Wolke-Mix haben, ziehe ich eine ordentliche Jacke an und gehe jetzt eine Runde mit Sawyer spazieren. Ist nämlich eigentlich ganz schön. Hin und wieder nieselt es mal, aber durch die Sonne ist das kein Problem mehr. Leonie bleibt hier in Ruby und erledigt ein paar Sachen für die Uni und Arbeit und so weiter und so fort. Ein paar Sachen nachholen. Ja, hält hier die Stellung. Genau, und ich gehe jetzt mal eine Runde. Okay, und lauf! Mittlerweile ist das Wetter richtig schön. Die Sonne ist rausgekommen und mit einer dicken schwarzen Jacke hat man gefühlt 25 Grad. Sawyer und ich haben das gleiche gemacht wie in Norwegen. Und zwar sind wir jetzt so weit gelaufen, bis man nicht mehr weiterlaufen kann. Nämlich genau dort hinten ist Ende. Da kommen wir nicht weiter. Ja, jetzt laufen wir den ganzen Weg zurück. Los, hast du schon einen Weg zurückgesucht oder was? Wollen wir jetzt wieder zurück? War geil, ne? War richtig gut, ne? Yes! Bitte schön für deine Mühen. Sehr schön. Und weiter geht's. Aktiviert. Ich nehme alles zurück. Sonne ist fast weg. Es hat angefangen zu regnen, zu Schneeregnen. Ja, und deshalb ist Sawyer jetzt auch schlecht gelaunt. Gar kein Bock. Aber einen Vorteil hat's, er läuft dann immer perfekt an der Leine, weil er nach Hause will. Wir sind wieder da. Und Sitz. Ja, oh, super gemacht. Sag mal, ey. Am Anfang dieses Tages habe ich ja schon gesagt, Sonne-Wolken-Mix. Jetzt haben wir schon wieder Sonne. Also es ist wirklich pures Aprilwetter hier am 30. Januar. Also Ende Januar haben wir jetzt. Und ihr seht schon, die Klamotte ist wieder an. Max zieht sich auch gerade um, denn wir werden jetzt mal schön hier ins Wasser gehen.
und ein bisschen die Unterwasserwelt erkundschaften. Ich tendiere tatsächlich nach links zu schwimmen, weil ich finde, dass da die Bucht ganz schön aussah. Rechts sieht aber auch toll aus. Wahrscheinlich machen wir wieder beides, also let's go. Wir entschieden uns dazu, als erstes nach rechts zu schwimmen, da wir hier ein langes Ufer mit zahlreichen Steinen nach Fischen absuchen konnten. Das Wasser an diesem Tag hatte sage und schreibe 16 Grad. Aber tatsächlich merkten wir schnell, dass das lange Ufer einfach viel zu seichtes Wasser hatte. Also Planänderung. Wir schwammen also auf die komplett andere Seite der Bucht. Und siehe da, hier war das Wasser deutlich tiefer. Es gab mehr Steine und sogar einige kleinere Fische. Aktuell ist jeder Tauchgang gefühlt ein Kampf gegen die Zeit. Durch das kalte Wasser bleiben wir meist nur 1,5 bis 2 Stunden draußen, bevor es einfach viel zu kalt wird. In der Entfernung konnte ich im trüben Wasser eine größere Meerbrasse entdecken. Der Schuss auf diese große Distanz ging aber leider daneben. Kurz darauf sah ich im Augenwinkel eine weitere Brasse. Was hast du denn da? Eine Brasse! Allmählich machten wir uns daraufhin auf den Rückweg und ich versuchte mein Glück nochmals im sehr flachen Wasser. Hin und wieder trifft man dort schließlich auf Meereschen oder sogar Wolfsbarsche. An diesem Tag trieben aber nur ein paar Gelbstriemen ihr Unwesen. Ich bin wieder raus aus dem Wasser, war sehr schön und ja, erfolgreich war es jetzt nicht so super dolle. Eine kleine Meerbrasse ist dabei rausgekommen. Ist okay, wir haben ja noch genug Fisch von letztem Mal heute für unsere Fischsuppe, die gekocht wird. Und ja, Max hat gerade eben auch nochmal warm geduscht, nachdem ich hier warm geduscht habe und das war so schön. Ich glaube tatsächlich, dass es ihm auch sehr gut gefallen hat, denn das hat er noch nie gemacht bei uns. Anna hat ja schon oft geduscht, aber Max noch nie. Und jetzt, was meinte Max? Das ist auch was Feines, ne? Das war schon sehr lustig. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Ich muss das noch mal einmal kurz filmen. Warum? Vanlife-Workout. Ja, Garrett wollte unbedingt noch ein Workout machen und wir haben gerade gesagt, wie krass ist es eigentlich, dass Garrett in Ruby drinnen Sport machen kann. Wenn das Wetter draußen irgendwie zu kalt ist oder wenn er keine Lust hat, sich jetzt so richtig dick warm anzuziehen, kann er sogar für die richtig faulen Leute sogar im Van Sport machen, weil wir einfach den Flur so breit genug gebaut haben, dass er drin einfach seine Liegestütze und alles machen kann. Also ein kleines Workout natürlich, ne? Jetzt nichts Großes, aber ist richtig cool. Also ist richtig, richtig cool. Haben wir gut gebaut. Das war ein Opa. Heute gibt es bei uns Fischsuppe und Max und Anna werden heute mal ihr Fischsuppenrezept uns zeigen. Und als erstes werden wir mal wieder Gräten poolen. Das ist voll das beruhigende Geräusch. Nee, findest du? Findest du? Ja, findest du nicht? Ist falsch reingeschmissen. Ja, Anna hat sich vorhin auch einen Finger geschnitten. Aber nicht doll. Jetzt Nicht fehlst doll. nur noch Bei du, Max Gerrit. ist doll. Ich habe mir hier einfach beim Brotschneiden so rein und Leonie hat ja das schon vor 3 Tagen Aber angefangen. meinst du schon wieder verheilt? Ich habe nur noch den Riss, aber da kommt nichts mehr rein. Zugewachsen. Also Girl, pass auf. nicht in den Finger geschnitten. Gut, wir sind jetzt fertig mit Fischpoolen, haben jetzt das ganze Fleisch von den Gräten gelöst und da ist auf jeden Fall eine gute Menge bei rumgekommen. Sawyer hat auch davon profitiert und jetzt gehen wir rüber zu Max und Anna, denn die kochen jetzt die Suppe fertig. Ja, und wir genießen die jetzt mal, sind gespannt, wie die Suppe schmeckt. Oh, wir haben das Fell vergessen. Ach so, ja, ich hole das eben. Hallo. Hallo. Ach, da ist ja ein Hund unterm Tisch. Pfeffer, Ja, Köpfchen. vegane reinmachen. Und genau deshalb, liebe Kinder, hat man einen Bulli mit Aufstelldach. Genau, dann kann man nämlich auf der Toilette noch stehen. Aufrecht. Falls man mal im Stehen auf Klo will. Genau. Das ist das sogenannte Würzlauch. Genau, richtig, ja. Und? Kann man essen. Kann man essen? Gut. Ja. Guten Appetit! Guten.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr habt das gerade gesehen, wir haben uns kurz und schmerzlos von Max und Anna getrennt. Aber keine Sorge, nur für maximal 2 Tage. Denn die Batterien von den beiden sind über Nacht leer gesaugt worden. Und bevor jetzt die Kühlschränke oder der Kühlschrank nicht mehr funktioniert und das Eisfach, machen die beiden jetzt schon mal ein bisschen Strecke. Fahren schon mal etwas vor in den Süden der Insel. Wir bleiben hier noch ein bisschen, denn Leonie macht noch ein wenig was für die Uni. Ich arbeite noch ein bisschen was. Und dann werden wir uns später auch auf die Socken machen in eine etwas andere Region, aber wir werden uns wie gesagt spätestens in 1-2 Tagen dann wiedersehen, denn ab morgen soll das Wetter auch endlich wieder besser werden. So, und jetzt wird erstmal gefrühstückt. Oh, da gibt's ein Müsli. Müsli. Ruby ist abfahrtbereit. Gerrit und ich haben jetzt die letzten 2 Stunden noch was in den Laptops gearbeitet und was für die Uni gemacht und jetzt geht's auch los. Die Sonne lädt ja förmlich dazu ein, den Spot zu wechseln, was Neues zu entdecken. Es ist richtig schönes Wetter draußen. Bisschen windig, ist auch frisch, aber die Sonne, es tut gut. Richtig blauer Himmel. Also, wir düsen mal los. Das ist aber eng. Jetzt geht's noch mal eine Runde einkaufen. So, wir haben jetzt noch eine ganz Kleinigkeit eingekauft in einem ganz kleinen Shop. Eigentlich nur Kartoffeln und Brot und ein paar Linsen und das war's auch schon. Jetzt düsen wir weiter Richtung Süden dieser Halbinsel bzw. Landzunge. Wir sind nun angekommen auf einem kleinen Parkplatz, einem sehr abgelegenen Parkplatz und dort unten befindet sich das Dorf Agia Kiriaki, nicht Teriyaki, wie Leonie gerade schon sagte. Ja, und jetzt werden wir einen kleinen Spaziergang dorthin machen. Wir haben gerade eben tatsächlich 2 Zuschauer getroffen. Liebe Grüße an der Stelle, ihr wisst, wer gemeint ist. Und die haben uns sogar verraten, dass man dort unten vermutlich wilden Rosmarin und, was war das zweite? Lorbeerblätter sammeln kann. Und die suchen wir jetzt mal. Also bevor wir jetzt in das Dorf hier laufen, sind wir plötzlich auf einem riesigen Trockendock angekommen. Also hier, wo die Boote an Land stehen, sind echt viele Boote. Cool, oder? Richtig schöne Segelboote. Ja, auch alle möglichen. Also da hinten standen auch nur Holzboote, da wird auch gearbeitet, hört ihr vielleicht. Ich glaube, irgendwas wird abgeschliffen oder so. Das ist echt ein schöner Ort. Aber sehr verlassen mal wieder.
Wir sind jetzt hier unten im Dorf angekommen und das ist mal wieder total verlassen. Also so typisch Nebensaison ist hier nichts los, aber dieses Licht gerade, das ist so wunderschön, weil in einer Stunde geht die Sonne unter und so langsam fängt die Golden Hour an. Also das goldene Licht kommt gerade, das ist echt wunderschön hier. Also es macht irgendwie gar nichts, dass hier nichts los ist. Einfach nur durchzulaufen und zu beobachten ist schön. Ja, aber man sieht auch, dass alle Häuser, die Fensterläden, ist alles zu. Also Ja. ich weiß nicht, ob die wirklich nur im Sommer bewohnt sind. Also hier steht ein Auto vor der Bar hier und sonst ist hier einfach nichts. Gar Man nichts. hört auch nichts. Also man sieht hier keine Leute. Es ist einfach total verlassen und es ist auch echt kalt heute. Ja. Also die Sonne scheint zwar und es sieht in den Aufnahmen schon richtig schön aus, aber es ist gefühlt, was haben wir, 6 Grad gerade? Also schon frisch, wenn Ja. nicht weniger sogar. Ja. 5 Grad. Ja, Meine Nase ist kalt. ja, Leonie ist kalt. Mal gut, es scheint die Sonne zumindest noch. Naja, wir gehen jetzt mal weiter. Das war damit das kleine Fischerdorf Agia Kyriaki. Echt super, super schön. Wir befinden uns hier übrigens auf der Halbinsel Pilion, falls ihr euch fragt, wo das ist. Und es ist echt sehenswert. Auch wenn hier nicht viel los ist, bei dieser Abendstimmung, wenn das Wetter stimmt, kann man hier wunderbar lang spazieren. Es macht richtig Spaß. Aber ich glaube, es hat nochmal einen noch größeren Flair. Eigentlich liebe ich ja auch immer in der Nebensaison solche Städte zu erkunden oder Dörfer, aber hier ist es wirklich schon so verschlafen, dass es, glaube ich, noch ein Tick schöner wäre, wenn die Bars und die Cafés und Restaurants aufhaben, weil ich glaube, dann sitzt man hier in der Abendsonne so bei 20 Grad irgendwie im Frühjahr und trinkt nochmal ein Bier oder so. Also ich glaube, das hat nochmal einen anderen Charme. Das ist natürlich auch nochmal ein richtig guter Touch, aber wenn man sowieso gerade im Van im Winter unterwegs ist, dann ist es schön, mal bei gutem Wetter hier rauszukommen und für einen Spaziergang lohnt sich allemal. Auf jeden Fall. An den unsichtbaren Seemann von Trikeri suchen Sie nicht nach den Marmorkreuzen, schneiden Sie die wilden Gräser nicht unfair, Sie finden sie nicht auf den Friedhöfen der Routine, aber in der Umarmung des Meeres. Ihre Gräber von Leventia und sie haben ewige Kerzen, Lampen, Himmelssterne. Vielleicht ist die Übersetzung nicht perfekt, aber Ja. es scheint auf jeden Fall etwas Poesie zu sein. Ja, für die Seemänner von Trikeri, also Schön. die ganzen Seemänner hier. Aber ja, ich glaube, die Übersetzung hadert noch ein kleines bisschen an ein paar Stellen, aber Man spürt es. ja, man spürt es.
Wir sind immer noch hier auf dem Parkplatz neben Agia Kiriaki. Es war sehr ruhig, nichts los hier, genauso wie gestern, aber dafür scheint jetzt die Sonne und die Sonne soll die nächsten Tage noch scheinen und es wird auch immer wärmer jetzt, so zumindest die Vorhersage. Da freuen wir uns auf jeden Fall nach den ganzen windigen, kalten Tagen. Jo, und entsprechend hat Leonie gerade eben schon mal frisch geduscht mit unserem Wasser, was wir mit der Standheizung erwärmt haben, deshalb läuft auch gerade die Heizung, habt ihr ja gesehen. Ja, und jetzt packen wir unsere Sachen, fahren noch mal ein bisschen weiter, fahren wahrscheinlich nur so eine halbe Stunde insgesamt, denn Max und Anna sind da hinten die Küste weiter östlich entlang, stehen da in der Natur an einem Strand, da wollen wir noch hin. Vorher gehen wir aber noch mal Wasser auffüllen fürs Wochenende und vielleicht noch mal ein bisschen Brot kaufen. So, wir haben jetzt einen kleinen Zwischenstopp in Trikeri eingelegt. Ist ein richtig kleines Örtchen hier oben auf dem Berg. Aber ja, enge Gassen, kleine Läden. Ist auch alles geschlossen hier. Aber hier ist ein Supermarkt und wir hoffen, der hat auf. Wir sind eben vorbeigefahren. Der ist wirklich winzig, ist mehr so ein Kiosk. Aber wir brauchen unbedingt Brot. Deswegen ja, werden wir jetzt einmal hingehen. Wasser auffüllen wird hier schwierig. Wir haben einen Wasserhahn gefunden, aber wir kommen da mit der Größe von Ruby leider nicht richtig hin. Wir würden dann die Straße blockieren. Also müssen wir eine andere Lösung finden, woanders. Aber jetzt gehen wir erstmal einkaufen. Los geht's! Jetzt Brot kaufen. Da wäre der Wasserhahn. Perfekt, aber leider ist ja nicht genug Platz. Hier ist direkt die Straße und dann würden wir die Straße hier blockieren. Also, geht nicht. Brauchen wir eine Alternative, aber okay, finden wir was. So, bevor wir jetzt weiter zu Max und Anna fahren, haben wir tatsächlich noch einen kleinen Parkplatz entdeckt, wo man bei Park4Night auch Wasser auffüllen soll, also bekanntlich. Jetzt haben wir auch den Wasserhahn gefunden, ist hier ein kleines enges Manöver gewesen. Das sieht man übrigens an dieser Aufnahme der Rückfahrkamera. Was ist das? Ich glaube, das ist ein Ästchen. Was? Oh mein Gott. Witzig. Sehr schöne Arbeit. Gleich ein bisschen Druck aufbauen. Ich krieg den doch nicht rein. We can do it. So ein bisschen wiggeln. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, jetzt hast du einen guten Winkel. Ja, ja. Perfekt, Schatzi. Das ist der Grund, warum Geld das mal macht. So, mehr nicht? Ja. Ja. Und alles dicht? Ja, sieht gut aus. Leonie, gute Arbeit. Aber jetzt mache ich das immer. Lass die Katzen mal alleine. Zuschauer gibt es ja auch genug. Das Wasser auffüllen ging ziemlich schnell. Da war ordentlich Druck auf der Leitung. Wir sind jetzt schon fertig. Das waren keine 5 Minuten? Doch, 5 Minuten war es vielleicht. Keine 10 Minuten. Während der Garrett das gemacht hat oder bewacht hat, war ich mit Sawyer kurz hier eine Runde spazieren. Einmal die Gegend so ein bisschen ablaufen hier. Und jetzt fahren wir auch schon weiter. Denn Max und Anna warten bestimmt schon. Wobei, die sind wandern, ne? Ja, die sind wandern. Ah, die sind wandern. Ja, guck mal, dann fällt ja nicht auf, wenn wir zu spät sind.
Wir sind jetzt hier am Stellplatz angekommen von Max und Anna und das sieht echt traumhaft aus. Nur die beiden stehen da hinten am Strand. Wir sind aber gerade am Überlegen, ob wir nicht auch über den Strand fahren und mal schauen, wie Rubys Grenzen dort aussehen. Der Sand ist nicht puderweich und es ist eigentlich überwiegend Steine. Also vielleicht kriegen wir das auch hin. Ansonsten kommen halt die Sandboards raus. Also das Risiko ist auch sehr gering. Wäre auch mal eine Erfahrung, würde ich sagen. Wir schauen mal, ob die dicken Zwillingsreifen hinten genug Auflagefläche haben, um sich hier durch den Sand zu schieben oder ob wir aufgrund unseres Gewichtes absacken. Mann, stehen wir schräg. Okay, also wir stehen direkt hinter Max und Anna, aber was wir vorher nicht gesehen haben, ist, dass der Boden komplett schräg ist. Das heißt, wir stehen jetzt komplett so und nicht gerade. Max und Anna haben ja ihre Luftkissen da, um sich auszugleichen. Das hat Ruby ja nicht. Deswegen sind wir gerade überlegen, entweder wir fahren auf Auffahrkeile auf der einen Seite, dass wir uns halt gerade hinstellen, oder Garrett schaut schon, ob da hinten am Strand, ob der da ein bisschen ebener ist, dann stellen wir uns da hinten hin. Ja, ist halt ein bisschen ärgerlich gerade. So können wir auf jeden Fall nicht stehen bleiben. Windstill ist es hier. Langsam, jetzt! Alle sehen schon ein bisschen durchgebogen aus. Aber wir stehen. Bisschen, ja. Wir stehen. Ja, krass, ey. War gut gemacht. Super. This is a good day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. Also dieser Spot ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist sehr ruhig. Wir haben eigentlich eine ganze Bucht hier für uns, wobei hier einige Wohnwagen stehen. Ich denke mal, im Sommer werden hier dann die Besitzer der Wohnwagen auch kommen und ja, ich denke mal, einen Sommer hier zu verbringen. Es lädt auf jeden Fall sehr dazu ein. Es ist wunderschön hier und vor allem so ruhig. Also hier ist aktuell keine Menschenseele, nur ein paar Katzen, die hier rumlaufen und ja, da vorne sind auch 2 Boote, also vielleicht kommen hier am Wochenende noch ein paar Fischer runter. Werden wir dann erfahren. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall ein paar Tage hier bleiben. Also Garrett und mir gefällt das Spot auf jeden Fall sehr, sehr gut. Max und Anna sind noch nicht zurück. Die sind, glaube ich, wandern gegangen, aber ihre Suron ist, glaube ich, auch weg. Also vielleicht sind sie auch ein bisschen fahren gegangen, wissen wir nicht. Und die kommen bestimmt auch bald wieder. Wir snacken jetzt auf jeden Fall was und gehen dann mal mit Zoya eine kleine Runde wandern hier. Also irgendwo höre ich auch immer so ein paar Ziegen, auch auf dem Weg hierhin waren ein paar Ziegen unterwegs, also wird Zoya vermutlich an die Leine kommen. Bin gespannt, was es hier noch so zu entdecken gibt und es ist einfach total ruhig hier. Dieser Spot ist der Wahnsinn. Also ich glaube, das ist einer der schönsten Spots auf der ganzen Reise bislang. Aber dieses Wetter macht es halt auch eben, ne? Einfach hier so am Strand stehen, die Sonne scheint, man kann was essen hier. Ah, einfach toll. Ja.
Also ich glaube, ich habe noch nie so schöne Ziegen gehört. Das sind richtige Triangelziegen. Ich denke mal, wir werden jetzt aber nicht weitergehen, denn Sawyer rastet ja immer so aus, wenn er Herdentiere sieht. Deshalb gehen wir zurück, denn die ruhen sich da hinten aus, haben sich auch abgelegt und scheinen da ein bisschen länger zu bleiben. Und deshalb wollen wir die nicht stressen jetzt. Ist so idyllisch gerade. Deshalb gehen wir jetzt gleich zurück. Was mit dem Schritt? Endlich hat er einen Stock mit. Ist das ein schöner Platz? Oder? Ja. Ja, das ist ein schöner Platz. So kalt? 2 Mützen. Ja. Ja, Pferd ist schon richtig kalt. Oh ja. Morgen ist halt Freitag, ne? Max und Anna sind jetzt zurück von ihrer Wanderung. Die war anscheinend anders als erwartet, aber trotzdem schön. Wir werden auch mal morgen gucken, ob wir eine Runde wandern gehen. Es ist nämlich echt schön hier. Ja, wir freuen uns, dass die beiden wieder da sind. Irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass wir uns länger nicht gesehen haben, obwohl es nicht mal 48 Stunden waren. Aber egal, wir nutzen jetzt schon die Zeit. Und zwar werden Max und ich sofort eine Runde tauchen gehen. Die Sonne steht noch ganz oben, einigermaßen. Und dann nutzen wir die letzten Sonnenstrahlen noch. Genießen ein bisschen die Unterwasserwelt, dann kommen wir zurück und dann, weiß ich nicht, wir werden wahrscheinlich zusammen kochen. Mal sehen, was wir kochen. Die gute Laune war auf jeden Fall heute schon mal gegeben. Nichts ahnend, dass dieser Ausflug wirklich sehr gut werden sollte. Diese Bucht war wirklich extrem tief mit steil abfallenden Uferkanten. Sieht ja aus wie im Fjord in Norwegen. Während dem Schwimmen entdeckten wir einen Zackenbarsch und ich bat Max mal nachzusehen, ob dieser groß genug sei. War nicht mehr drin? Doch, doch. Okay. Ja, so mit, also ich würde vielleicht sagen, wir finden auch ein bisschen größer. Okay. Aber der ist schon gut, also der war schon... Hast du ihn gesehen zumindest? Ja, ja. Ich find's immer weird. Geh mal da runter und guck und dann so, da ist gar keiner. Doch, geh mal, kannst auch noch mal runtergehen, der war schon okay. Okay. Also schätzt du das vielleicht noch ein? Ich habe halt noch nie einen geschossen, aber... Ja. Ja, da sind auch größere. Geht schon ein bisschen besser. Plötzlich fing Max den ersten Fisch. Mega, ey, klasse. Oder? Hast du einen Schriftbarsch geschossen? Ja, der erste ist doch okay, oder? Dein erster, ja. Ich hab den erst Gut. ungesehen. War eine gute Größe, dachte ich, oder? Ja, ist gut. Okay. So wie weiter letztes. Super. Glückwunsch. Oh, es geht wieder los. Max, man muss einfach nur erstmal einen fangen und dann ist gut. Ja, vor allem, man muss ihn auch noch einmal kosten, dann weißt du, wie er schmeckt. Und fand's gut letztens. Ja, war sehr gut, deswegen. Siehst du jetzt? Ja, super cool. Mega. Ja, besser. Jetzt kann's ja losgehen. Danke. Achso, ja. Im etwas tieferen Wasser suchte ich mir einen Stein für etwas mehr Deckung. Besonders bei größeren, scheuen Meerbrassen haben wir gemerkt, ist Deckung unfassbar wichtig. Und siehe da, damit hätten wir schon mal 2 Fische. Danach versuchte ich mein Glück im flachen Wasser. Dieser Schuss saß perfekt, sodass der Fisch keine Millisekunde leiden musste.
wunderschöne Stimmung. Danach wollte ich eigentlich erneut im flachen Wasser eine Brasse verfolgen, doch dann passierte etwas wirklich Verrücktes. Wie aus dem Nichts tauchte ein Trupp Meereschen auf. Und tatsächlich konnte Max im genau gleichen Moment ebenfalls eine Meeresche schießen. Was geht heute ab? Ey, krass. Alter, Max, was ist heute los? Geil. Mega. Richtig gut. Sau cooler Abend. Und da wollten wir hoch übrigens. Ach, ja, ganz entspannt. Sobald die Sonne am Horizont unterging, wurde auch die Sicht unter Wasser immer schlechter, weshalb wir diesen unfassbar genialen Tag beendeten. Geil war das. Das war richtig gut heute. Nice. Habt ihr auch einen Fisch? Ob wir Fisch haben? Ja, Logo haben wir Fisch, nicht nur einen. Ich glaube, es sind noch alle dran. Da hinten. Bis zur Spitze waren wir unterwegs. War richtig gut. Also echt Hammer. 7 Fische heute allein. Das ist ein Hornhecht. Max hat einen Horny Ein Horny. Eigentlich unmöglich, den zu fangen mit der Harpune, Ja. dachte ich. Sniper-Level. Krass. Also wir haben eine gute Auswahl an Fischen heute, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Da müssen wir uns jetzt mal Gedanken machen, was wir damit machen. Aber ich habe schon tatsächlich eine Idee. Oh, das ist schön. Das war echt von Sekunde 1 an geil. Richtig toll heute. Und die Stimmung war auch so schön mit der Sonne, die unterging über dem Meer. Das sieht echt toll aus gerade. Also morgen müssen wir auf jeden Fall nochmal tauchen gehen. Ja, Ja. kannst du gerne machen. Ich hab's getroffen einfach. Ja, krank. Wahnsinn, was wir alles erleben. Ei. Das war ja unmöglich. Sometimes you know by the light in her eyes. She is the sun you've been waiting to rise. Sometimes you know by the light in her eyes. Die Probierstücke. Das ist deine Brasse, die irgendwie komischerweise gelbe Streifen hat. Ich weiß auch nicht warum. Ist eine Brasse trotzdem. Und das ist der Hornhecht, ja. Okay, also nur Brasse und Hornhecht. Ja, erstmal für den Anfang. Was ist das? Hornhecht. Und? Dein erster Hornhecht? Oh, lecker. Schön fest. Ist geil. Ist lecker, ne? Aber kleine Gräten, ne? Ja, so ein bisschen. Musst du aufpassen. Man kann mit essen. So weich gegrillt. Musst du gut kauen. Mega. Und? Schmeckt ein bisschen nordisch. So ein nordischer Fisch irgendwie. Echt? Okay. Der schmeckt nicht so wie so ein mediterraner Fisch wie hier. Der schwimmt auch viel durch die Gegend. Gibt's auch in Norwegen. Ich finde, der schmeckt so ein bisschen so wie so ein Fisch aus Norwegen. Wie findest du den? Lecker. Gut? Ja. Sehr gut. Und der Gelbstriemenfisch da, der eigentlich keine Gelbstriemen ist, ne, weil es ist ja eine Brasse, der ist ein bisschen weicher als der Hornhecht. Ja. Aber vom Geschmack her sehr ähnlich, finde ich. Ja, also schmeckt ganz neuartig. Herr Jetzt der Hornhecht. Diese Brasse, also diese andere. Hast du denn schon mal Brasse, ne? griechischen Hornhecht gegessen überhaupt? Griechischen nicht. Ich habe den ganz oft bei uns an der Ostsee gefangen, aber sonst nicht. 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 Probier jetzt mal den Hornhecht wieder. Ja, der schmeckt wie ein Hornhecht schmecken muss. Gut. Ich stimme allem zu. Ja, ich auch. Okay, Interessant. sehr gut.
du noch mal so gucken? Nee, fass mal den Neopren an. Das ist schon fies. Deiner hängt drin, oder? Oder? Nein. Nein? Auch draußen. Gut. Mitgehangen, mitgefahren. Und damit einen wunderschönen guten Morgen. Es ist noch recht früh, die Sonne ist noch nicht über den Horizont gekommen. Leonie, Sawyer, Anna denke ich auch, schlafen noch. Max und ich sind so verrückt und sind jetzt aufgestanden und zwängen uns in den kalten Neo, der heute Nacht draußen lag. Weil macht keinen Sinn, das Neo im Van aufzubewahren, wenn heute die Sonne scheinen wird. Aber letzte Nacht waren es 2 Grad. Also macht es gerade richtig Spaß, in 2 Grad einen kalten, nassen Neoprenanzug anzuziehen. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal ein Sportprogramm machen, damit wir ein bisschen Wärme unter unseren Neoprenanzügen aufbauen. Aber mal schauen, vielleicht wird es ja dafür entlohnt, wenn wir ins Wasser gehen. Meine Finger, wenn ich den so anziehe, meine Finger kommen da weit an. Ja. Zumindest hatte das Wasser noch immer 16 Grad, was immer noch wärmer ist als die Luft an diesem Morgen. Nach wenigen Minuten entdeckte Max dann einen wirklich großen Schriftbarsch. Der Schuss ging leider daneben, der Fisch blieb jedoch an Ort und Stelle. Sorry. Alter, der ist ja gigantisch. Der war groß, ne? Der ist ja immer noch. Der hat den Pfeil danach angeguckt. Hab ich gesehen. Und das ist wieder einmal ein großer Vorteil, wenn man zu zweit Spearfischen geht. 4 Augen sehen einfach mehr als 2 und gemeinsam kann man sich im Wasser unterstützen. Das war irgendwie richtig cool. Haben wir gut zusammen gemacht. Geil. Vorne zum Stein, oder? Jetzt fahren wir zum Stein. Fahren wir zum Stein. Daraufhin schienen plötzlich die ersten Sonnenstrahlen durch das flache Wasser. Plötzlich schossen auch schon wieder Meereschen durchs flache Wasser. Aber leider war dieser Fisch viel zu schnell, um richtig zu zielen. Im etwas tieferen Wasser hörten wir dann plötzlich einen unfassbaren Lärm. Der Lärm eines Schiffes, das sogar einige Kilometer weit weg fuhr. Da hört man mal, wie stark der Schall auch unter Wasser getragen wird. Dieser Schuss ging daneben. Dabei verhakte sich der Speer unter einem dicken Stein. Bei solchen Aktionen sollte man niemals zu lange unten bleiben, um lebenswichtigen Sauerstoff zu verschwenden. Also ging es wieder nach oben zum Erholen. Nach ca. 3 Minuten ging es wieder nach unten. Der Speer saß bombenfest. Zum Glück sind Gewichte unter Wasser immer etwas leichter zu heben. Im flachen Wasser zog daraufhin ein Riesenschwarm Meereschen vorbei. Man sieht förmlich meine Verwirrung bei dieser Auswahl an Fischen. Und daneben. Wie sieht's aus? Hab eine Brasse. Gut. 11 Meter. Bei 11 Meter. Die ist nicht mal besonders groß. Machen wir langsam zurück. Ja. So ja. Na? Oh. Ist warm? Oh. Hä? Ist heiß? Ja, ist heiß, aber gerade kommt mir so ein Windstoß, der ist nicht so nett. Ja, schön warm.
Langsam geht dieser Tag zu Ende. Wir waren gerade eben noch mal eine Runde mit Sawyer spazieren an so einem kleinen Pass, der komplett an der Küste entlang geht. Das war wirklich wunderschön. Und jetzt haben wir schon unsere Sachen gepackt, denn wir haben uns dazu entschieden, den Spot hier, auch wenn er wirklich traumhaft ist, zu verlassen. Denn dort hinten stehen tatsächlich so ein paar Camper. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob die sich da einfach nur so hingestellt haben oder ob das vielleicht sogar deren Grundstück ist. Wir haben natürlich gesucht und keine Schilder gefunden. Es gab auch keine Verweise. Aber dennoch wollen wir, falls am Wochenende ein paar Einheimische hier runterkommen, die auch nicht stören. Und deshalb entscheiden wir uns dazu, nochmal den Spot zu wechseln an einen anderen Strand, der ein bisschen öffentlicher ist, wo wir auch ein paar Tage stehen können. Denn dieses Wochenende heißt es mal wieder Video schneiden, ein bisschen was arbeiten. Und wir müssen auch noch einkaufen gehen. Das heißt, so langsam ist hier dann Aufbruchsstimmung und deshalb machen wir uns gleich auf die Socken. Und dann müssen wir erstmal schauen, dass wir hier ohne Probleme wieder rauskommen. Also wird nochmal gleich ein bisschen spannend. Gerrit, weiter da, oder? Fahr doch am Busch, du fährst voll auf den Strand. Oh, weiter, ja, mach mal weiter. Nee, stopp. Da ist jetzt doch nicht mehr. Nee, das So, wir haben es rausgeschafft. Oh Mann, hätte ich nicht gedacht, dass wir uns jetzt beim Rausfahren nochmal festfahren. Aber die Steine sind dann doch ein bisschen gemeiner gewesen, als wir anfangs dachten. Aber es hat ja gut funktioniert. Max und Anna haben uns da mit rausgelotst. Ist echt eine große Hilfe, das zu viert zu machen und nicht nur zu zweit. Und Walkie-Talkies ist echt ein Win-Win bei dieser Situation. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt los, oder? Es sind jetzt schon mehrere Stunden vergangen. Wir düsen kreuz und quer auf der Suche nach einem Schlafplatz. Ja, vergeblich. Wir haben noch keinen gefunden. Wir waren jetzt bestimmt schon bei 3 verschiedenen Spots. Entweder sind die durch Sturmfluten zerstört worden oder die Zufahrtsstraßen gibt es nicht mehr. Die sind einfach schon kaputt gebrochen wegen Unwettern. Ja, wir haben echt Probleme, einen Schlafplatz zu finden. Wir düsen jetzt schon zum 5. Mal, glaube ich, diese Straße entlang und fahren jetzt wieder ein bisschen Richtung Norden auf der Insel, denn da haben wir einen gefunden und wir hoffen, dass der auch anfahrbereit ist, also dass man da fahren kann. Man merkt, ich bin echt müde. Wir fahren seit 2 Stunden, glaube ich, nur kreuz und quer. Also wir werden vermutlich, wenn wir ankommen, einfach nur noch schlafen gehen. Also wir sehen uns morgen. Gute Nacht und drückt uns die Daumen, dass wir heute Nacht einen Schlafplatz finden. Einen schönen guten Morgen. Nach, ich glaube, ungefähr 3,5 Stunden Fahrt gestern haben wir dann endlich diesen Platz hier am Strand erreicht. Nicht, weil das jetzt die große Entfernung war, sondern weil wir ja zwischendurch immer wieder andere Plätze versucht haben anzufahren, aber es hat einfach nicht geklappt. Ja, hat Leonie euch ja gestern Abend schon erzählt. Aber am Ende des Tages sind wir dann hier gelandet an diesem kleinen Strand, der auch sehr schön ist, aber dennoch, glaube ich, werden wir den Spot auch schon bald wieder verlassen, denn es gibt noch ein paar schönere Spots hier in der Nähe. Ja, dennoch, wir haben gut geschlafen und heute scheint auch wundervoll die Sonne. Kommst du? Ja. Sehr schön. Willst du die Kamera halten? Am längeren Arm, ne? Ja. Kommt der schon? Ja. Ach so. Ja, liebe Leute, damit endet nun leider auch mal wieder dieses Video. Ja, es ist mal wieder in extra Länge, aber die Kommentare sind ja immer sehr gut, dass euch diese Videolänge sehr gefällt. Also haben wir einfach mal wieder das durchgezogen und wieder über eine Stunde Video rausgehauen. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen oben da lasst, falls euch dieses Video gefallen hat. Und schreibt uns sehr gerne in die Kommentare. Ja, ihr könnt uns auch auf Instagram abonnieren und da auch privat Nachrichten schreiben. Da beantworten wir alle paar Tage auch alle Nachrichten und freuen uns immer auf eure Gedanken zu unseren Videos, die ihr so habt, wenn ihr die mit uns teilt. Und
Ja, an der Stelle auch nochmals vielen Dank für alle neuen Abonnenten, die dazugekommen sind, sowohl hier als auch bei Instagram. Wir finden es richtig cool, dass ihr mit dabei seid und freuen uns, euch weiter auf dieser Reise mitzunehmen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dahin, tschüss. Tschüssi.